Cześć i witamy z Krakowa. Ich habe lange geübt für den Satz. Hallo und willkommen aus Krakau in Polen. Ja, ich bin angekommen in Krakau, die Sonne scheint. Das ist allerdings hier momentan in Polen eine Seltenheit, weil irgendwie ganz Osteuropa versinkt im Regen und genau zu dem Zeitpunkt fahre ich natürlich los. Perfektes Timing. Ich bin heute Morgen aus Breslau gekommen. Ich war ja einen Tag in Breslau, wollte ja eigentlich dort auch eine Tour machen. Allerdings hat es irgendwie nicht funktioniert aufgrund der Wetterkapriolen. Es war ja alles auch sehr kühl und nass und sehr windig, stürmisch. Also war leider nicht so möglich. Es wäre vielleicht schon möglich gewesen, aber es hätte keinen Spaß gemacht. Und ich will ja Spaß haben beim Radfahren, von daher habe ich das sein lassen. Schade, muss ich halt irgendwann nochmal hin. Aber dafür werde ich jetzt heute mal bei dem schönen Wetter nach Krakau reinfahren. Zeige euch Krakau, weil ich war vorhin schon mal mit der Straßenbahn drin. Es ist traumhaft schön, also das muss ich euch mal zeigen. Und dann gibt es ja wohl noch dieses Schloss an der Weichsel, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und bevor es dann morgen, wo ich ja eigentlich eine Tour noch machen wollte, auch wieder schlecht wird, weil die Wettervorhersage gesagt ist, habe ich mir gedacht, jetzt fahren wir wenigstens mal hier schnell am Nachmittag noch in die Stadt, zeige euch das. Dann haben wir wenigstens ein Video hier aus Polen. Das ist übrigens meine Unterkunft. So schaut es hier aus. Bei der Beata, eine Airbnb-Herbergsfrau, sehr zu empfehlen, sehr nett, spricht auch Deutsch, hat mir vieles erklärt von Krakau über Krakau. Und es gibt wohl in dieser Marienkirche am Marktplatz einen Altar, den hat ein Nürnberger damals kreiert. Der ist extra für 20 Jahre irgendwie nach Krakau gezogen, hat diesen Altar dann gebaut. Also sehr interessant, was er mir alles erzählt hat. Und ja, wie gesagt, das ist meine Unterkunft, sehr schönes Haus hier mit schönem Bad, also alles, was man braucht. Mehr braucht es nicht, ein Bett, eine Dusche und es gibt hier noch eine große Küche auch, die für alle verwendbar ist. So ein riesiges Wohnzimmer mit Küche, also ich zeige das dann später, wenn ich wiederkomme. Aber es ist eh keiner da, ich bin der einzige Gast, ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer die hat, weiß nicht, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. Das ist ein ganzes Haus und ja, ich bin aber ganz alleine, kann alles für mich selber nutzen. Ich werde mich jetzt mal in Schale werfen, schwinge mich aufs Rad und dann würde ich sagen, fahren wir mal in die City rein. Let's go oder chodźmy, wie der Pole sagt. Bajgen Loi, übrigens der Thailänder. So, umgezogen, los geht's. Ab Richtung Stadt. Das ist übrigens das Haus hier. Richtig schön, also wie gesagt, das ganze Haus sind alles einzelne Zimmer, man hat seine Ruhe, man wohnt jetzt da nicht irgendwie privat mit irgendwelchen anderen Leuten da zusammen und teilt sich da Küche und Bad. Das hatte ich in Breslau jetzt, das war jetzt nicht so schön, aber es war ja nur eine kurze Zeit und hat schon gepasst. Und die Besitzerin, die Beata, die wohnt hier nebenan, hat ihr eigenes Haus. Also wer hier mal herkommen will nach Krakau, der soll mich mal anschreiben, dann gebe ich euch die Adresse bzw. hier die Kontaktdaten. Wirklich schön, nette Frau und ich fahre jetzt mal los. Für alle Fußballfans, das ist das Stadion von Wisła Krakau übrigens, das ist gleich in meiner Nachbarschaft. Ganz schönes Gerät. Da parken sogar welche, vielleicht findet da irgendein Event statt. Ja, und da drüben ist nochmal ein Stadion, aber ich glaube eher was Unbedeutendes. Fragt mich jetzt nicht was. Wenn ich es rausfinde, blende ich es ein. Aber es ist deutlich kleiner als das andere. Ja, Wahnsinn, schaut euch das mal an hier. Da ist er wie am Markusplatz in Venedig.
Hunderte von Tauben. Die Kutschen sind hier, Tausende von Touristen. Überall ist irgendwie Musik. Die Cafés und Restaurants sind alle proppenvoll. Schau mal her da. Essen und Trinken läuft immer. So, und hier die armen Pferde müssen ihren Dienst verrichten. Irgendwelche dicken Touris umherfahren. Naja, hier dieses Gebäude, das hat mir die Beata erzählt. Das war früher, also vor ein paar hundert Jahren, eine Kleiderfabrik. Da wurden also Klamotten produziert und jetzt sind lauter Souvenirshops drin und verkaufen Taschen, Schals und Magnete für einen Kühlschrank. Habe ich mir auch eingeholt, aber nicht hier. Hier waren sie zu teuer. Ich bin in so eine Seitengasse gegangen, hat so 1,80 gekostet. Der Schnäppchenjäger war wieder unterwegs. Wahnsinn, ja. Und das da hinten ist diese Marienkirche und da, wie gesagt, ist ein Altar drin, den hat ein Nürnberger gebaut vor, keine Ahnung wann. Ich blende es ein, ich habe es vergessen oder sie hat es mir nicht gesagt. Auf jeden Fall Nürnberger Wurzeln hier in Krakau. Findet irgendwas statt. Weiß nicht. Kann man sehen? Ich sehe es nicht. Irgendeine Musikdarbietung. Tanz und Gesang. Oh, Breakdance. Sowas gab es schon mal in den 80ern. Kommt alles wieder. Frank Betterler scheut keine Gefahr. Gehe mittendurch hier durchs Epizentrum, kämpfe mich durch die Leute. Menschen sind ja am unberechenbarsten, also in Sachen Movements, also in ihren Bewegungen. So ein Auto kann man ja einschätzen, so einigermaßen, und ein Radfahrer, aber so Menschen, die laufen und dann in einem Zug kehren die auf einmal um, auf der Hacke drehen die sich um 180 Grad. Und die kann man ganz schwer einschätzen. Kann man schlecht vorhersehen, was die vorhaben. Von daher bin ich hier gerade in einer ganz gefährlichen Situation. Polizei auch hier überall. Aber die sitzen auch bloß gelangweilt in ihren Autos. Sind froh, wenn sie Feierabend haben. Was ist hier noch? Wir gehen mal hier noch rein. Mal gucken, was hier noch los ist. Voll rein in die Fußgängerzone. Hier kommt wieder so eine Kutsche. Wie in Wien. Einigermaßen jetzt durchgewühlt. Da vorne ist noch irgendeine schöne alte Kirche, schauen wir auch noch hin. Und dann würde ich sagen, geht es mal an die Weichsel. Das soll ein schöner Radweg sein, hat die Beata gesagt. Da kann man 100 Kilometer in eine Richtung fahren und in die andere auch nochmal. Auf beiden Seiten ungeteert, muss wunderschön sein. Sowas wie der Donauradweg, bloß halt an der Weichsel. Schauen wir uns an.
Fußgänger laufen hier auf den Radwegen. Warum sollte es hier anders sein als bei uns? So, und jetzt sind wir an der Weichsel. Ja, Sabalat, hier ist auch was los. Menschenmassen überall. Ey. Es ist eine sehr belebte Stadt hier. Die Beata hat mir auch gesagt, das ist eine Studentenstadt. Ich glaube, die haben 100.000 Studenten hier und ja, deswegen ist es hier auch etwas befüllter. Und ja, jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen an der Weichsel um. Wunderschön hier. Aber für mich etwas zu viel Leute. Gut, es ist Sonntag heute. Da ist ein bisschen mehr los als sonst, aber an und für sich wäre mir das schon zu viel an Menschen. Aber gut, jetzt sind wir da, jetzt schauen wir uns auch um und maulen hier nicht rum. Walk of Fame of Krakau. Ja, und hier hat das Hochwasser schon zugeschlagen. Hier geht es nicht mehr weiter. Abgesperrt. Oh ja. Ja. Vorne ist alles überflutet. Ja, da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Wir sind ja alter Pfadfinder. Aber das ist eine kurze Fahrt hier an der Weichsel entlang. Wir müssen einen anderen Weg zurücksuchen. Ja, schön war's. Kleine Stadtrundfahrt durch Krakau. Leider war unten dann der Radweg da an der Weichsel gesperrt wegen Überflutung. Aber ja, ihr habt es ja gesehen im Eingang des Videos, wo ich da auf der Autobahn war, bin ja halb abgesoffen. Dementsprechend hat es hier anscheinend auch ein bisschen was runtergehauen. Aber die Beata hat gemeint, es hat hier gar nicht geregnet. Also keine Ahnung, aber überall wo Flüsse sind, gibt es auch Hochwasser. Egal, dann muss ich halt einen anderen Weg nehmen. Ich wäre gerne noch ein bisschen so am Fluss entlang, aber jetzt fahre ich halt hier um diesen riesigen Park noch ein bisschen rum. Die Sonne geht jetzt dann irgendwann unter. Frankenpeterleur bekommt Hunger und dementsprechend bewege ich mich wieder Richtung Ausgangspunkt. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Da drüben ist wieder das Stadion von Wisla Krakau. Da kam ich vorhin her. Jetzt fahre ich hier im Uhrzeigersinn rum. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Woher das kommt oder woher das ist, werdet ihr dann erfahren. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, das gibt's mit dazu für die 25 €. Hier so ein schöner Bereich zum Niederlassen mit Küche. Ist ein bisschen dunkel hier, mal Licht anmachen. Hier mit Küche, alles da, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine, ein Herd, ein Kühlschrank, alles. Hier Inventar, Kaffeetassen, also echt geil. Richtig schön hier für den Preis, da kann man echt nichts sagen.